Bei diesem Polizeieinsatz wird eine Person mehrfach laut angesprochen. Immer wieder ertönt derselbe Name, in schneller Folge, mit zunehmender Dringlichkeit. Die Einsatzkräfte scheinen sich auf eine gezielte Festnahme vorzubereiten. Alles deutet darauf hin, dass diese Person versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten verlieren keine Zeit. Mehrfach richten sie ihren Ruf an dieselbe Person, möglicherweise im Versuch, eine Flucht zu verhindern. Der Name fällt in kurzer Abfolge, begleitet von klaren Anweisungen. Es ist eine Situation, in der jede Sekunde zählt, und die Reaktion der Polizei wirkt routiniert und kontrolliert. What's the address here, sir? Warum wird eine einzelne Person so oft und so deutlich angesprochen? Ist sie bereits bekannt bei den Behörden? Oder läuft hier gerade ein Fluchtversuch ab, den wir nur teilweise mitbekommen? Die Beamten rufen denselben Namen wieder und wieder. Ein klares Zeichen dafür, dass hier etwas eskaliert. Aber was genau ist passiert? Und warum reagiert die angesprochene Person offenbar nicht? Fragen, die sich viele stellen dürften und die am Ende vielleicht nur die Beteiligten selbst beantworten können. In diesem Fall erleben wir dramatische Minuten, in denen das Leben eines Säuglings auf dem Spiel steht. Als die Einsatzkräfte eintreffen, ist das Baby nahezu regungslos. Die Augen sind offen, aber kein Laut, kein Schrei. Die verzweifelten Rufe nach dem Namen Ciana wiederholen sich immer wieder. Eine Szene, die jeden Zuschauer erschüttert zurücklässt. Was ist mit dem Baby passiert? Und wie lange war es schon in diesem Zustand? Yeah, please. Eyes are open, but I don't think she's Ziana? Ziana! Child appears to be choking, approximately 2 months old. Hey, baby, she's only like a month and a half. Okay. Hey! Come on. Ziana! How close are they? Ein Beamter beginnt sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Rückenschläge, sanfte Kompressionen, beruhigende Worte, alles, um das Neugeborene zurück ins Leben zu holen. Der Notruf ist bereits verständigt, aber bis der Rettungsdienst eintrifft, zählt jede Sekunde. Es bleibt keine Zeit zum Nachdenken. Die Polizisten handeln, ruhig, geübt, entschlossen. Und plötzlich ein erster, schwacher Schrei. Hoffnung keimt auf. Come on. Come on. There we go. Come on, baby. Come on. Come on. Come on. Starting to make some sounds. That's a good sign. Come on, baby. Come on.
Als das Baby endlich wieder Geräusche macht, verändert sich die Stimmung schlagartig. Die Anspannung weicht einem vorsichtigen Optimismus. Die Beamten bestätigen, die Kleine beginnt zu atmen. Keine offensichtliche Blockade. Im Mund keine sichtbaren Verletzungen. Es scheint, als hätte eine verschluckte Flüssigkeit, vielleicht aus einer Flasche, diesen Vorfall ausgelöst. Doch die Gefahr ist noch nicht ganz vorbei. Small compressions here. Do y'all know? There we go. Yeah. Come on, Do baby. you know for sure that she did get something in her? The only thing she had was a bottle. I just had her. She just had Really? a bottle. Oh, There we go. She's, oh yeah, she's There we go. Hey, sweetie. Hi. She hasn't made those sounds. Yeah. She hasn't made any sounds at all since I got here. Yeah. Give me the ears. How old is she? A month and a half. Okay. Okay. Hey, can you look at me? She's not this calm. Sorry, let me That's get- why. Okay. She have any medical problems at all? No. Während die Polizei das Kind weiter stabilisiert, kommen nach und nach Angehörige dazu. Eine Frau stellt sich als Großmutter vor. Die Mutter wird gerufen. Es ist ein emotionaler Moment. Das Baby scheint sich zu beruhigen, beginnt sogar zu blubbern, vielleicht sogar zu lächeln. Die Beamten sprechen eine klare Empfehlung aus. Die Kleine sollte sofort ins Krankenhaus gebracht werden, zur weiteren Kontrolle. Okay, now I got some attention. She started making some noise right before you guys pulled up, and I was like, all right, come on, keep going, keep Yeah. going. So I just kept on doing Oh, the... you're doing good. Yeah, very good. What's your Am relationship? Ende bleibt die Frage, was wäre geschehen, wenn die Polizei nur wenige Minuten später eingetroffen wäre? Wäre das Baby heute noch am Leben? Wie oft unterschätzen wir scheinbar harmlose Situationen mit Säuglingen, eine verschluckte Flüssigkeit, ein Moment der Unaufmerksamkeit? Dieser Fall zeigt auf dramatische Weise, wie wichtig schnelles Handeln und richtige Erste Hilfe im Notfall ist. Und vielleicht auch, wie zerbrechlich das Leben wirklich ist. In diesem Fall beginnt alles mit einer einfachen Funkdurchsage. Doch als der Beamte die verdächtige Person entdeckt, wird schnell klar, der Mann will fliehen. Ohne zu zögern rennt er los, über Straßen, Treppen und zuletzt quer über eine Schnellstraße. Der Polizist ruft mehrfach, Stopp! Doch der Flüchtende reagiert nicht. Die Situation eskaliert in Sekundenschnelle. Stay right there. Dirty. The guy's gonna run. Stop! The car's quick. Male black. Approximately 25. He's got a sand jacket for the jeans. He's running upstairs. He's running out to Clayton right now. He's crossing Clayton, going on Die a front. Beamten stellen den Verdächtigen in einer Einfahrt, doch statt aufzugeben, zieht er plötzlich eine Waffe. In der nächsten Sekunde fällt der erste Schuss. Die Polizisten rufen, Feuer frei. Ein Schusswechsel beginnt. Es ist unklar, ob der Verdächtige getroffen wurde, doch die Gefahr ist noch nicht vorbei. Die Anspannung ist greifbar. Jeder Schritt kann der letzte sein. Get on the ground! Get on the fucking ground! Spread out! Don't move! Don't move! Don't fucking move! Get your fucking hands up! Shots fired! Shots fired! Revival! He's got a gun! He's got a gun! He's got a gun! He's got a gun! Watch the corner! Watch the corner! He's going back to Clayton. He's going back to Clayton. Get on the fucking ground! Spread out! Don't move! Don't move! Don't fucking Der Mann move! setzt seine Flucht fort, obwohl er bereits geschossen hat. Die Beamten bleiben dicht an ihm dran. Er flieht in Richtung eines Parkplatzes. Offenbar versucht er erneut in Deckung zu gehen oder eine neue Position zu finden. Wieder werden Schüsse gemeldet. Der Mann hatte laut Polizeifunk mindestens 7 Schüsse abgegeben und dabei seine Waffe offen gezeigt. Die Situation ist für alle Beteiligten extrem gefährlich. Drop the gun! Drop the gun! He's 87 shots.
Die Verfolgung endet auf dem Gelände eines Waschsalons. Der Verdächtige wird gestellt. Doch was hätte in diesen Minuten alles passieren können? Bewaffnete Fluchtversuche gehören zu den gefährlichsten Situationen im Polizeialltag. Wie oft unterschätzen wir, wie schnell sich ein Einsatz zu 22 einem Feuergefecht entwickeln kann? Wenn Sie mehr solcher realen Einsätze aus der Perspektive der Polizei sehen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal Einsatz Doku. Hier finden Sie echte Vorfälle, ungeschönt und dokumentiert. He's in the big wave laundromat parking lot.